So, meine lieben Freunde der leichten EDV, da haben wir wieder zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es um ein Bugfix in Paperless. Und zwar betrifft das Import von Office-Dokumenten. Also sprich Excel, Word von Microsoft oder auch OpenOffice. Und teilweise habe ich auch gesehen, dass es mit Numbers, ich habe ein Numbers-Dokument da gehabt, das hat er auch ausgewiesen. Da hat er auch eine vierte Seite dann noch vorne reingeklatscht, aber ist okay. Jetzt hier quasi ein Dokument reinzieht, aber jetzt noch mal ganz kurz, zieht hier mal ein Dokument rein, dann läuft das hier durch, hier unten, das seht ihr jetzt hier, da ist der Balken, der läuft durch, da kommt hier ein knackig rotes Fenster und dann geht da gar nichts mehr. Und zwar bekommt ihr dann diese Fehlermeldung, PL, File, Teil und den Text, ja okay, gut, das sind jetzt irgendwelche Experimentdateien, da ist halt ein bisschen nachrichtig, wenn ich ein bisschen was hingeschrieben habe, was euch vielleicht jetzt ein bisschen komisch vorkommt, aber es ist einfach Historie. Und diese zeichnet sich auch damit aus, HTTP hier localhost. Das heißt, er geht nicht auf den von euch in der Docker Compose spezifizierten Pfad für Tika, sondern er ersetzt ihn immer wieder mit localhost. Und dann kommt dieser Fehler Erno, der heißt wirklich Erno, also ihr braucht jetzt nicht wieder irgendwie tippen, hier ist ein Rechtschreibfehler, der ist so wirklich abgedruckt, der ist das mit Copy and Paste rausgezogen, bin ich auf der sicheren Seite. Connection refused. Und damit ist eure Datei nicht importiert. Alles nicht so schlimm. Ihr habt ewig gebraucht, um rauszukriegen, woran es liegt. Ich bin dann drauf gekommen, weil ich ein Produktivsystem habe, mit dem ich arbeite. Und da habe ich nämlich das Problem nicht. Und auf dem Schulungsserver, was ich euch immer ja zeige, was ich für die Videos auch so benutze und zum Entwickeln, trat das Problem immer wieder auf. Gut, also wo ist da der Unterschied? Ich habe es dann rausgekriegt. Und zwar, ich habe wo ich das Setup hier gemacht habe, was ich auch zur Verfügung gestellt und publiziert habe, das werde ich noch im Nachhinein korrigieren, das mit anderen Docker Compose Dateien gemacht, als die ich verwende. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind da Dateien drin, Docker Images verwendet, die auf Alpine basieren. Ich gehe da mal ein bisschen runter, das habe ich hier auch nochmal raufgeschrieben. Hier, das Redis zum Beispiel ist eine Redis 6 Alpine. Und dann haben wir hier Gutenberg, das ist Gutenberg Last, das müsst ihr auch austauschen, Docker.io. Das ist eigentlich der ganze Trick an der Sache. Und dann funktioniert das nämlich so, wie es soll. Seht ihr, das ist eine hier, was ich hier gerade mal rübergezogen habe. Das ist jetzt also ein Word-Dokument, das ist ODT, mit Bild, allem drum und dran, ist super schön da, kann man super lesen, ist super archiviert. So muss das funktionieren. Und wie gesagt, wenn ihr da ein Problem habt, achtet einfach auf die Images, die ihr verwendet in eurem Docker Compose, tauscht die gegebenenfalls aus und dann läuft das. Schieben wir noch was anderes hier rein. Das war auch so ein witziges Ding. Ich finde es immer wieder lustig. Möchte ich noch darauf hinweisen bei der Gelegenheit, wenn ihr hier Excel-Dokumente reinzieht, da kann ich euch gleich sagen, das sieht furchtbar aus. Also hier steht noch zum Beispiel hier, das ihr auch gemeint habt. Hier, das ist ein Numbers. Das ist also ein Apple-Dokument. Hat er auch reingemacht. Ist auch okay. Er schneidet die Sachen einfach ein bisschen komisch in der Seitenaufteilung ab. Aber wie gesagt, da gibt es noch ein anderes Video mit einem anderen Import dann später. Hier geht es eigentlich jetzt nur um den Bugfix. Dass ihr seht, hier, diese Dateien werden jetzt importiert. Tika und Gutenberg laufen mit diesen Images. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du das korrigierst, bestehend auf einem Setup, was du schon hast, dann hier bitte auf jeden Fall, auch wenn du jetzt zum Beispiel hier Postgres 15 Alpine drin hast, ändere die Datenbank nicht. Die Datenbank ist nicht das Problem bei diesem Fehler. Die kannst du drin lassen, die läuft weiter. Solltest du die Datenbank ändern, dann wird deine Paperless-Datenbank nicht mehr funktionieren, weil du eine andere Software auf einer anderen Datenbank verwendest. Also die Datenbank nicht ändern. Es sei denn, du installierst jetzt gerade neu und stolperst über diesen Artikel, dann würde ich dir empfehlen, das Image hier zu verwenden, Postgres 16 Alp. Ne? Das soll es jetzt eigentlich auch in Kurze für dieses Video gewesen sein. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Sollte dir das Video gefallen und zugesagt und geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Wenn du das gut findest, was ich hier tue, kannst du diesen Kanal gern finanziell unterstützen. Spendenlinks findest du unten am Ende der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn du weiterführende Probleme hast mit deinem PC, mit deiner EDV, mit deiner Konfiguration, mit Hardware, mit Software oder sonst irgendwas, mit Hardware ist es ein bisschen schwierig aus der Ferne, dann verlinke ich euch unten noch die KSC, das ist ein weltweiter Remoter Dienstleister, da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde.
Ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung und die Sache ist geritzt. Keine Abo, keine Verpflichtungen, keine Haken, Ecken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.